Das freut die Gangmitglieder. Es ist kein Unglück passiert, niemand ist gestorben und in der Kasse ist genug Geld, um alle unsere Schützlinge zu füttern. Da kann man nicht meckern. Alsdann Reis und Eier bunkern, damit die Coroneros was zu tun und die Armen was zu knabbern haben. Geliefert wird die Ware pünktlich und zuverlässig wie immer, und wie immer schuften die Sklaven so, dass einem beim Zusehen der Schweiß ausbricht. Gut gelaunt werden Eier und Reis eingetütet. Der Bär hofft, dass die Hennen, Verzeihung, die Damen der Eiercrew, ein paar Eier zerbrechen, damit er ein extra Omelett ergattert. Die arbeiten aber präzise, da hat er diesmal Pech. Das trübt aber nicht seine gute Laune. Das Wetter spielt auch mit. Es regnet nicht, obwohl Phuket gerade von der ersten Monsunwelle getroffen wurde. Dafür ist es aber drückend heiß. So sieht die Nebenstraße normalerweise aus. Und so, wenn sich die Hungrigen zum Registrieren sammeln. Die Schlange der Hungrigen ist viel zu früh schon sehr lang. Da heißt es noch ein wenig warten. Die Bürokraten sind im Standby-Modus und es kann losgehen, sobald die letzten Beutel gefüllt und die Ausgabetische bestückt sind. Und da geht's auch schon los. Die Bürokratie nimmt ihren vorbestimmten Lauf. Das muss leider sein, um Schwindeleien zu vermeiden. Aber Ordner und Bürokraten kennen ihre Aufgaben und erledigen das mit Routine.
Von der Hauptstraße kommt ein steter Strom an Hungrigen nach. Und wer seine Nummer erhalten hat, der geht Richtung Ausgabe zur Hauptstraße runter. Dort hat man inzwischen wie immer die Ausgabetische präpariert und wartet auf die Hungrigen. Und da stehen auch schon die ersten parat. Wie immer geht es zügig voran. Nummer abgeben, Wochenration empfangen und weitergehen, damit es keinen Stau gibt. Nur wenn Kinder dabei sind, gibt es einen kurzen Aufenthalt für Süßigkeiten. Aber auch das ist kein Problem. Und für die Fußkranken macht sich auch immer ein Coronero frei, damit die sich den Weg sparen können. Niemand wird nass geregnet, obwohl für ein paar Tage Sturm angesagt war. Und frieren muss auch keiner, denn die Sonne meint es mehr als gut. Als die letzten Rationen verteilt sind, wird der Wagen für die Reichen im Nobelviertel beladen. Die warten ja auch schon auf unseren Besuch. Dann ziehen Prop und der Dino los.
Diesmal allein und ohne Unterstützung aus Übersee. Und da gibt es gleich als erstes eine Überraschung. Die Mutter mit dem Säugling hat ihre Bleibe verloren. Der Eigentümer will die Bretterbuden abreißen und dort was Ordentliches hinbauen. Das hätte er eigentlich schon beim Einzug der Frau vor ein paar Wochen verraten können. Jedenfalls wohnt, sofern man das dazu sagen kann, die Frau jetzt mit Kind und einer auch obdachlosen Bekannten in einem völlig offenen Rohbau, der vom Eigentümer mangels Geld nicht weitergebaut wird. Keine Fenster, keine Türen, keine Toilette, kein Strom. Und hier ein Bild ihrer Kochstelle. Eine echte Luxusherberge eben und so geräumig. Aber die drei sind zufrieden. Endlich Platz, um ihren ganzen Besitz unterzubringen, und das Klima ist angeblich auch besser als vorher. Rob macht sich Sorgen, dass der Säugling in einem unbewachten Moment über eine Kante krabbelt und runterstürzt, und ist entsetzt über die hygienischen Zustände. Sie gibt erste Ratschläge und zerrt den Dino dann mit zum Einkaufen und zum Plündern im eigenen Heim. Dann wird der Bär dazu geholt und bekommt Anweisungen zu Sicherungsmaßnahmen, damit der Kleine nicht runterstürzt. Rob hat inzwischen mit burmesischen Gastarbeitern, die nebenan leben, vereinbart, dass unsere Schützlinge deren Toiletten nützen dürfen und mit ihrem Strom kochen können. Und dann geht es weiter zu den anderen Prominenten. Der Besuch bei dem Witwer und seinen Enkeln ist ein wenig bedrückend wegen des Verlustes, den die Familie erlitten hat. Aber das Leben geht weiter und die Kinder nehmen ihre kleinen Geschenke gerne in Empfang. Vor ungefähr 2 Wochen war die einbeinige Großmutter gestorben, der Olli und Gerd einen tollen Rollstuhl beschert hatten. Inzwischen hat der Rollstuhl eine neue Besitzerin gefunden und die freut sich über den Bentley genauso wie ihre Vorgängerin.
Langsam arbeiten sich die beiden durch das Elend der Betroffenen. Auch die Kräuterfrau ist wieder dabei. Ihr fahrbarer Verkaufsstand ist voller Gemüse und Kräuter, nur verkauft hat sie leider seit vorgestern nichts. Das heißt bis eben. Prop kauft natürlich was bei ihr. Im Laufe des Nachmittags kommen dann noch Selbstabholer und ein paar Vertreter der Seezigeuner Rationen für deren Dorf abholen. Und dann gehen Prop und der Dino in den Sonntagabend, um sich ihren eigenen Problemen zu widmen. Wir danken unseren Unterstützern aus ganzem Herzen und wünschen euch allen eine sonnige Woche ohne Stress und ohne Sorgen. Eure Corona-Gang.